glaube, hier haben wir doch einen ganz netten Platz gefunden in einem ausgetrockneten Flussbett. Soll die nächsten Tage auch nicht regnen, also müssen wir uns keinen Kopf machen. Hier, das ist geil. Das sind halt so richtig diese Placken, wie man das so aus so Steppenlandschaften kennt. Weil das so schnell getrocknet ist und dann gerissen. Das sieht irgendwie voll cool aus. Es bildet ein richtig hübsches Muster. Aber hier sollte man nicht rüberfahren. Wenn man so Nein. Placken mal hochnimmt, dann ist absoluter Lehmboden und total mottrig. Also hier wird man sehr, sehr schön einsinken. Ja, das Erste, was Christopher gerade gesagt hat, ja, wollen wir nicht darüber fahren? Das war aber ein Witz. Ja, Mir war das schon bewusst. Dass Bei dir weiß man das immer Nein, nicht ich so. wollte dich nur prüfen. Ach so, ja. Nee, das sieht schon nicht so vertrauenswürdig aus, aber cool. Ja. Ja, jetzt stehen wir halt hier, die Sonne geht gleich unter. Ja, jetzt werden wir uns das mal gemütlich machen und dann geht's morgen weiter. Ja, mir ist eben gerade beim Kaffeemahlen ist mir eingefallen, dass ich noch was machen wollte. Ich wollte nämlich die Kennzeichen umschrauben. Weil wir machen das eigentlich immer so, wenn wir länger im Ausland sind, schrauben wir unsere originalen Kennzeichen ab und schrauben halt andere Kennzeichen an. Die sind genau die gleichen Kennzeichen, nur halt ohne diesen Staatssiegel und ohne Plakette. Weil hat einfach den Hintergrund, falls wir das verlieren, falls uns das geklaut wird. Und dann können wir halt die Originalkennzeichen wieder ranschrauben und haben halt keinen Ärger. Weil ansonsten, wenn die Kennzeichen weg sind, ist halt doof. Und sowas passiert halt theoretisch schnell mal. Also es muss ja nicht geklaut sein, man kann irgendwo, ja, einen kleinen Unfall, bleibt hängen, reißt sich das Kennzeichen ab. Da ist man sowieso angespannt, das merkt man nicht, fährt weg und merkt dann irgendwann, das Kennzeichen ist weg. Und das ist halt blöd. Und es interessiert hier an sich auch keinen, außerhalb von Deutschland, ob wir da unsere Steuern bezahlt haben, ob da unsere Plakette dran ist oder nicht. Und deswegen kann man eigentlich ruhigen Gewissens ruhig die Kennzeichen umschrauben. Und wir haben bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben es aber auch noch nie gebraucht, muss ich dazu sagen. Und man muss daran denken, bevor man nach Deutschland wieder reinfährt, die Kennzeichen wieder umzuschrauben. Sonst kann es natürlich Ärger geben. So, wenn wir jetzt schon mal bei sind, hier beim Rumwerkeln, werde ich eigentlich gleich nochmal Öl checken. Und mir ist aufgefallen, vielleicht hat das auch einer gesehen, bei den Aufnahmen, wo wir gestern diesen Berg hochgefahren sind, da radierte ja ein Rad durch. Und komischerweise hat nur das vordere Rad durchradiert, das habe ich erst auf den Aufnahmen gesehen. Und ich hatte aber die mittlere Differentialsperre reingelegt und deshalb vermute ich, dass die wieder nicht greift, weil das ist hier ziemlich blöd gemacht. Also die Kontrollanzeige, die geht sofort an, sobald der pneumatische Zylinder diesen Befehl bekommt auszufahren. Dann zeigt er an, oh, Sperre ist drin. Eigentlich hätte man das mechanisch kontrollieren müssen, haben sie aber leider nicht gemacht. Und deswegen muss ich mir das mal angucken, weil ich habe den Verdacht, dass dieser Arm nicht vernünftig ausfährt. Das muss ich mir mal einmal angucken. Das letzte Mal hat es einfach geholfen, das Ganze ein bisschen gängig wieder zu machen und dann ging das auch wieder. Also dürfte nichts Schlimmes sein. Geht wieder weiter, jetzt geht es wieder raus aus Flussbett und jetzt folgen wir der Hauptstraße nach Gafsa und werden uns dann hinter Gafsa aber so einen kleinen Campingplatz, glaube ich, suchen, weil hinter Gafsa, das ist halt dicht an der algerischen Grenze schon, häufig wird man da auch im Konvoi begleitet und die ganzen Plätze, wenn man sich dann nachts irgendwo Platz sucht, kommt wohl häufiger die Polizei und meint, ja, hier ist nicht sicher und begleitet einen dann irgendwo anders hin und da haben wir halt einfach keine Lust drauf und deswegen werden wir da jetzt so durch und da ist halt so ein kleiner, der ist noch in der Entstehung. Genau, also ein ganz kleiner, gemütlicher, auch ein bisschen an der Oase und da ist auch ein Canyon in der Nähe. Vielleicht können wir da ja ein bisschen spazieren gehen. Sind aber 130 Kilometer immerhin, was für uns eine ganz schöne Distanz ist, aber bisher haben sich die Straßen hier ganz gut gefahren. Ja, überraschend gut, ja.
nicht so leicht. Ja, wir haben gerade wieder ein altbekanntes Problem. Ich war, als ich die Kennzeichen umgebaut habe, vielleicht ein bisschen unvorsichtig und habe die hinterm Beifahrersitz gestopft. Und da sind ja diese Schläuche für diese Druckluftsitze. Ja, und plötzlich fing es gerade wieder an. Ja, ich dachte erst, zum Glück haben wir die Reifenkontrolldruckanlage. Ich dachte auch einen Platten. Und dann, Jetzt hat er gepiept. ja, und dann hörte man das Zischen. Und ja, der Druckschlauch ist halt kaputt. Das Problem ist halt, weil das alles über ein Bremssystem, alles über Druckluft läuft, wenn wir halt keine Druckluft mehr haben oder da irgendwo ein Leck ist, dann zieht irgendwann die Bremse an und dann können wir nicht mehr weiterfahren. Deswegen müssen wir das jetzt einmal fix reparieren. Die sind noch nicht satt. Guck mal, was die kleine braune für lange Öhrchen hat. Ja, oh, das ist aber süß. Oh, Vorsicht, Hund. Jetzt gleich wieder weiter kümmern. Da war jemand. Mhm. Können wir mal hingehen. Ja, ist ganz cool hier, dieser kleine Campingplatz. Wir sind hier gerade gelandet, der Besitzer ist auch gerade nicht da, aber hier sind da noch andere Campinggäste. Aus Tunis sind die eigentlich und die sprechen auch Englisch, das ist ganz cool. Und die haben uns gerade gleich erstmal zum Essen eingeladen und so ein bisschen hier den Platz erklärt und alles so ein bisschen mal gezeigt und auch noch, wo wir noch so hinfahren können. Und ja, der Besitzer kommt wohl später nochmal wieder und dann können wir mit denen auch nochmal sprechen. Ah, ist echt schön hier. Also so zwischen den Palmen, das ist halt eine richtige Oase. Das ist voll cool. Der Campingplatz ist wohl auch noch recht neu. Der ist halt gerade alles noch im Aufbau. Sieht man auch. Aber hat auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial. Da ist die kleine Küche, in der man kochen kann. Und hier ist dann halt so diese Zelt-Area, so zwischen den ganzen Palmen. Voll schön. Das ist alles voll hübsch und also so ganz ruhig gerade. Das ist eine unglaublich schöne Stimmung. Ja, eben kam die Polizei, also sie ist noch da, sie steht gerade hinter uns und wollen das eigentlich wegschicken. Wir sollen jetzt in die nächste größere Stadt. Nach Malawi. Nach Malawi und da stehen, weil hier ist angeblich nicht sicher und es kommt halt auch noch dazu, dass der Campingplatz halt keine Zulassung für internationale Beherbergung. Also das heißt, er darf halt nur Tunesier beherbergen. Und die beiden Gäste, die halt auch hier sind, die wir jetzt kennengelernt haben gerade, die diskutieren halt gerade ein bisschen mit der Polizei. Und
gerade sieht es gut aus. Also wir wollten schon gerade fahren, echt jetzt, weil das sah so aus und dann haben sie nochmal mit denen gesprochen und die meinten jetzt wohl, naja, wenn sie jetzt unser Kennzeichen dann notieren und dann merken wir das und dann mal gucken. So it's nice to have you. You can translate or I don't believe with church. this is not far away from here. Yeah, this is our group. Oh, Last this year. is big group, yeah. Yeah. People for just to eat, not pet. For me. Wir können zum Glück bleiben. Der Besitzer hat ein bisschen rumtelefoniert und konnte das regeln. Und wäre echt schade gewesen, jetzt hier wegzufahren. Das ist nämlich sehr nett. Und wir haben sehr nette Gespräche, sprechen halt Englisch und das ist hier halt auch nicht selbstverständlich. Und das müssen wir halt ein bisschen genießen. Und wir erfahren gerade recht viel. Das ist schon cool. Kannst du hier vorne parken? Ja, wir haben echt Glück gehabt, dass wir gestern dann noch auf dem Campingplatz bleiben konnten, dass Genau. Ali das geregelt hat mit der Polizei. Ja, das ist hier in der Region ist das wohl öfters, dass es hier da Probleme gibt. Also wir schreiben jetzt ein paar anderen Reisenden ab und zu, die auch hier gerade unterwegs sind. Und die wurden gestern also irgendwie stundenlang eskortiert dann und mussten dann in Gafsa stehen bleiben. Ja, also genau uns wollten die ja auch nicht nach Gafsa, sondern nach Midlaoui. Also wir hätten nach Tozeur oder nach Midlaoui, aber es war Genau. ja schon dunkel und wir haben dann gefragt, ob wir jetzt fahren müssen oder ob wir dann morgen früh ob wir dann weiterfahren müssen. Aber nee, wir hätten dann direkt Ja. sofort fahren müssen. Ja, und da hatten wir eigentlich auch keine Lust drauf. War auch echt doof. Wir hätten echt was verpasst. Es war so ein Ja. schöner Abend, die haben halt auch so viel erzählt. Sie sind nachher aufgetaut, also man hat dann nachher gemerkt, dass doch viele Englisch sprechen. Ja, das stimmt. So, zuerst gar nicht so, nur hier Ali, der Chef, den das halt alles gehört, Ja, und die anderen beiden, die auch Gäste sind, Ja, die haben auch die uns gut Englisch- begrüßt hatten. Genau. Aber die können das auch viel aus Filmen, haben wir gehört. Also sie gucken gerne auch Vikings und so. War ganz interessant. Ja, also wir haben viel gelernt. Ja, ich fand auch halt interessant, so wie die das halt sehen mit den, weil die Polizei und so die Behörden, die sagen halt, in der Region ist es halt nicht sicher. Man muss Angst haben vor algerischen Rebellen und Aber nur die Touristen. komischerweise nur die Touristen. Genau. Und die meinen an sich, das ist auch Quatsch. Also Ali ist zum Beispiel halt der Meinung, das ist halt hauptsächlich so ein bisschen von dieser klassischen Hotellobby noch getrieben, weil das mit diesem Campingtourismus kennen die hier nicht. Er hat es auch richtig schwierig, eine Genehmigung zu kriegen. Genau, er war gestern auch, deshalb war er erst nicht da, als wir angekommen sind. Er war auch erst in Gafsa und hat sich da irgendwelche Genehmigungen noch geholt, dass er dann den Campingplatz auch weiterhin betreiben kann und was er da alles Ja. braucht für. Also das waren tausende Zettel mit Weil- Stempeln. Genau, weil die haben an sich nur Verordnung, so hat er uns das erklärt, für so Hotels, für so große Hotels und dementsprechend musst du halt richtig viele Gebühren bezahlen. Aber das kann er natürlich nicht. Er kann ja keine 200, 300 Gäste beherbergen. Nee, das Und das mit diesen kleinen Tourismus, das gibt es hier irgendwie halt noch nicht. Nee, Aber genau, er möchte dann auch so Wandertouren anbieten und also so diesen sanften Tourismus, um dann die Leute auch so an die Natur zu bringen. Also er wandert auch wahnsinnig gerne. Ja, hat er uns auch. Wir haben auch ganz viele Tipps von ihm bekommen, deswegen, wir sind hier gleich gar nicht weit weg von seiner kleinen schönen Oase, ist halt dieser Canyon, in dem wir jetzt gerade mal reinwandern. Und hier sind noch ein paar andere Sachen, so ganz bekannte, so diese Rommelpiste. Also die heißt wirklich Rommel nach dem. Nach Rommel halt. Nach Rommel, den man halt. Erwin oder so. Weiß ich nicht, genau. Auf jeden Fall, genau danach ist sie benannt. Und da soll man auch eine ganz schöne Aussicht Ja, haben. genau. Und Also es ist so ein Panorama-Road. Also da gibt es jetzt auch eine neue Straße, also direkt daneben. Man kann dann so eine Runde fahren. Das ist Ja. wirklich ganz nett.